Glück auf und Howdy aus Austin in Texas. Ich weiß, wir sind euch noch ein Video schuldig, ein Wochenendvideo. Tina und ich, wir arbeiten dran, versprochen. Wir haben ein bisschen Arbeit und müssen ein bisschen Geld verdienen und das geht leider nicht mit YouTube. Darum schiebe ich jetzt nochmal ein Business-Video dazwischen, weil mich das gerade ein bisschen beschäftigt hat, denn ich habe mich gefragt, warum scheitern eigentlich so viele, die hier in den USA unternehmerisch tätig sein wollen oder hier ein Unternehmen eröffnen wollen. Und dazu habe ich mir ein paar Gedanken gemacht. Viel Spaß bei diesem Video. Ja, warum denn nun? Also das ist ja die Frage, die sich ja vielleicht viele stellen. Wie schaffe ich das hier, unternehmerisch tätig zu sein? Schaffe ich hier ein Unternehmen aufzubauen? Was sind die Hürden? Worauf muss ich achten? Warum klappt das manchmal nicht und manchmal klappt das? Also wo ist der feine Unterschied zwischen Scheitern oder ich gehe ab durch die Decke hier? So, und das ist sehr komplex, das Thema. Also das könnte ein stundenlanges Video gehen. Ich versuche mal, meine Gedanken so ein bisschen hier zu ordnen. Ihr seht wieder, ich habe wieder nichts aufgeschrieben und quassel einfach drauf los. Wie ich mir das so vorstelle. Also grundsätzlich gibt es mehrere Möglichkeiten, hier in den USA ja unternehmerisch tätig zu werden. Ne? Gibt auch verschiedene Gruppen, die hier unternehmerisch tätig werden wollen. Ne? Es gibt natürlich die E2, E5-Leute, ne, die hier hinkommen, Unternehmen gründen, Geld investieren und das aufbauen. Dann gibt es aber auf der anderen Seite auch, und da kenne ich auch einige von, viele deutsche, Österreicher, Schweizer Unternehmen, die hier vielleicht ihre Produkte vertreiben wollen und suchen hier so einen Markteinstieg in den USA. Und dann gibt es noch Leute, die einfach überall auf der Welt sind und hier Dienstleistungen verkaufen wollen. Lass uns mal ein bisschen strukturiert hier vorgehen. Also der erste Punkt, der mir aufgefallen ist, warum einige hier scheitern, also nicht alle, ne, einige. Und ich muss dabei sagen, den Fehler oder einige der Fehler haben wir auch gemacht am Anfang. Ja, also es ist nicht so, dass wir hingekommen sind und alles lief und hey, super, ne? Nee, ganz im Gegenteil, ne? Also wir waren auch, ehrlich gesagt, ganz schön kurz davor, dass hier alles einbricht, weil einfach die Umsätze nicht kamen. Ne? Wir haben dann unsere Köpfe zusammengesteckt und haben gesagt, okay, was können wir machen, damit wir das ein bisschen beschleunigen hier? Denn Durchhalten ist endlich in den USA aufgrund der großen Kosten, die man hier hat. Und da muss man dann ein bisschen strategisch vorgehen. Wir haben es letztendlich geschafft, ja, also wir sind im Fluss, würde ich sagen. Uns geht's richtig gut eigentlich, aber ich kenne auch viele, denen es nicht hier richtig gut geht, die also hier rübergekommen sind mit E2, E5 und einfach die Kurve nicht kriegen oder nicht gekriegt haben. Ja, gibt's ja auch so. Und ich will gar nicht groß über das Scheitern reden, aber ich will vielleicht analysieren, was Gründe sein könnten, warum das denn nicht klappt. Und ja, da will ich mal so ein bisschen meine Gedanken hier ordnen. Also das Erste, was mir aufgefallen ist, wir kennen ja ein paar, die hier auch mit E2, E5 rübergekommen sind. Und die hatten die Idee, dass man hier in den USA sein kann, aber das deutsche Geschäft von den USA aus weiterführen kann. Denn klar ist ein bisschen Zeitverschiebung dazwischen, also ein bisschen viel ist gut. Ne? Also wir sind ja in Texas hier, ne? Es ist 7 Stunden gerade aktuell zu Deutschland die Differenz. Ne? Also wir hängen euch 7 Stunden nach. Und das macht die Sache grundsätzlich schwierig. Ja, kommt natürlich auf euer Businessmodell an, was ihr da so betreibt. Ne? Aber wenn ihr ein Remote-Service habt, dann sollte das theoretisch gehen, dass ihr auch hier sitzen könnt und eure Kunden bedienen könnt. Aber das funktioniert leider nicht. Das muss ich euch wirklich sagen. Wenn ihr deutsche Kunden bedient, dann müsst ihr vielleicht auch dafür sorgen, dass neue deutsche Kunden nachkommen. So, und das wird nicht der Fall sein, wenn ihr hier in den USA seid. Denn ihr seid dann doch weit weg und die Kontakte, die ihr in Deutschland habt, die sind sehr schnell, eigentlich lösen die sich in Luft auf. Ich habe mich ja schon oft darüber ausgelassen, dass der Deutsche, haben wir ja auch gedacht, denkt immer so, der Amerikaner ist voll oberflächlich, alles oberflächlich. Ich sag euch, die Erfahrung bei mir, meine persönliche Erfahrung hat gezeigt, der Deutsche ist noch oberflächlicher, ja, und lebt dieses aus den Augen, aus dem Sinn extrem. Also es hat nicht lange gedauert, bis sich fast alle unsere Kontakte im Businessbereich zumindest in Luft aufgelöst haben. Aber da habe ich mich ja auch schon drüber aufgelassen. Nein, also was ich eigentlich sagen wollte, die Jungs und Mädels, die ich hier kenne, die hier rübergekommen sind und sich nur auf deutsche Kunden fokussiert haben, die sind davor kläglich zu scheitern, müssen also ihr Businessmodell umschrauben auf amerikanische Kunden. Denn was passiert denn? Ihr seid weit weg, Neukundenakquise in Deutschland aus den USA heraus
ist sehr schwierig. Ja? Wie wollt ihr denn an Netzwerkveranstaltungen teilnehmen von hier aus? Wie wollt ihr ins Gespräch kommen? Ihr habt ein kleines Zeitfenster, klar, ihr könnt das dann auch nachts machen, damit dann in Deutschland tagsüber ist, aber das ist schwierig. So. Ihr seid also auch nicht nah genug dran am Kunden, der ja einen, weiß ich nicht, 7, 8, 9 Stunden Arbeitstag hat und ihr kriegt immer nur einen Ausschnitt von diesem Arbeitstag mit. Darum ist es sehr gefährlich, hier in die USA hinzukommen und zu sagen, ich verlasse mich nur auf deutsche Kunden, ich akquiriere hier in den USA gar nicht. Das wird scheitern. So, meine persönliche Überzeugung und Meinung kommt natürlich aufs Business an, aber ich kenne ehrlich gesagt kein Businessmodell, wo das funktioniert. So, das ist das eine. Dann ist das andere ist natürlich, dass hier der Vertrieb ganz anders läuft. Ja, jetzt kann man sagen, okay, die ganzen Vertriebsgurus, die es so gibt in der Welt, die kommen alle aus den USA und was in Deutschland funktioniert, funktioniert in den USA auch. Und das ist definitiv überhaupt nicht so der Fall. Der Vertrieb hier läuft exorbitant anders sogar als in Deutschland. Da hat die Tina mal ein sehr großes Video zu gemacht, was ich immer noch nach wie vor toll finde und was auch immer noch aktuell ist. Das blende ich euch mal ein. Schaut euch das mal an. Darum will ich das nicht wiederholen, was sie da gesagt hat. Ne? Aber grundsätzlich ist es so, dass der Vertrieb hier auf Schnelligkeit ausgelegt ist. Das heißt, das fängt schon bei Netzwerkveranstaltungen an. Ja? Also Netzwerkveranstaltungen in Deutschland kenne ich, also entweder ist es so scheinelitär, ne, dass man da so ein Invite braucht, um da überhaupt teilzunehmen. Ne? Dann sitzen sie alle oder stehen alle im Anzug da. Ne? Ist es wirklich Networking? Ich weiß es nicht. Das Networking hier funktioniert anders. Also hier auf den Networking-Events gibt es keinen Dresscode, das ist das Erste. Ja? Also ich bin mir sicher, ihr fallt hier auf, wenn ihr hier im Anzug hinkommt. Also da ist auch der CEO von einem Unternehmen, was hier 70 Millionen dreht, ist da im T-Shirt und kurze Hose und Cap. Klar, das ist ein anderes Niveau, mit dem man sich dann unterhalten kann, ne? Aber die sind hier nicht so, wie das in Deutschland ist. Das hat jetzt überhaupt gar nichts damit zu tun. Ich weiß, Anziehsachen sind Anziehsachen. Ich will einfach nur so ein bisschen die Unterschiede mal herausarbeiten, damit ihr hier nicht überrascht seid, wenn ihr hier hinkommt und denkt, was ist denn hier los? Ne? Dann ist es so, dass Netzwerken hier auch auf Schnelligkeit ausgerichtet ist, weil Sales ist Schnelligkeit. Das heißt, wir waren letzte Woche auf einer Veranstaltung im Biergarten, weil das Wetter ist sehr gut. Wir haben den 24. April und wir haben knapp 30 Grad. Da kann man sich im Biergarten treffen. Ich weiß, viele schreiben jetzt, bei uns ist 5 Grad, aber ich bin halt hier, so Edge. Auf diesem Netzwerkevent waren 70 Teilnehmer, so. Und jeder Amerikaner, der hier ist, der hat natürlich das Mindset und den Willen, ich will möglichst viele von diesen 70 Leuten kennenlernen, damit sich vielleicht Möglichkeiten ergeben. Also die arbeiten Opportunitäten heraus hier. So, das heißt, du gehst hier nicht aufs Netzwerkevent, weil du Schein und Sein hast, sondern das ist hier wirklich Arbeit. Klar gibt's in Deutschland auch, ne, aber in der Intensität habe ich es ehrlich gesagt noch nicht erlebt. Ja, da gibt's dann vielleicht so Netzwerkevents, die sind dann cool gesponsert, dann hält da vorne einer einen Vortrag und dann trifft man sich in der Kaffeepause mal und es ist mehr so Konferenzgedanken. Hier ist das wirklich anders. Hier ist ja auch jeder angepieselt, wenn du länger als 4, 5, 6 Minuten mit dem quasselst, weil der Amerikaner ist sehr höflich. Der wird also nicht sich einfach umdrehen und gehen. Darum guckt immer ein bisschen auf die Uhr, so 10 Minuten, glaube ich, ist das Maximum. Ne? Das heißt, du gehst dahin, egal wer, und sagst, hey, was machst du denn so? So, mein Name ist André, bla bla bla. Und dann erzählt er auch, ja, hi, ich bin Todd, ich mache das und das und das. Ah, cool. Dann kommt immer die Frage, was kann ich dir denn für Kunden liefern? Also was ist denn dein Wunschkunde? So, und dann guckt man, ob man was zusammen hat und liefert. Ja, also du willst gar nicht da sofort ein Geschäft machen, aber du willst mit dem natürlich in Kontakt kommen und Opportunitäten gemeinsam herausarbeiten. Also das ist schon anders hier. Und das geht sehr schnell. Ich meine, klar, es gibt natürlich auch Leute, wo du nach 2 Minuten merkst, ach du Kacke irgendwie, der ist mir total unsympathisch. Ja, so what? Und dann sagst du einfach, ich muss noch mal eben auf Toilette. Oder ich brauche noch mal eben was zu trinken. Oder ich bin gleich wieder da, ich muss mal eben. So, also man kann auch höflich sich aus der Affäre ziehen. Das läuft hier anders. Ja, also ihr müsst, wenn ihr hier Vertrieb machen müsst, und ich sage euch, ihr müsst hier Vertrieb machen, dann ist es sehr schwierig für introvertierte Leute hier auf Netzwerkveranstaltungen zu überleben, denn ihr werdet quasi gezwungen, extrovertiert zu sein. Das mag gut sein, das mag schlecht sein, das müsst ihr entscheiden. Ich habe mich auch so ein bisschen am Anfang unwohl gefühlt, ne, weil ich bin so ein Mix. Ne? Also ich bin jetzt hier zwar auf YouTube und quassel mit euch, aber eigentlich quassel ich ja nicht mit euch, sondern nur mit meiner Kamera. Das macht es mir ein bisschen einfacher. Aber ich brauche auch immer so eine Aufwärmphase. Ne? Also wenn ich irgendwo bin, dann fühle ich mich immer so ein bisschen unwohl erst, weil ich kenne ja keinen da. Das muss man sehr schnell ablegen hier.
sonst ist man wirklich lost. Also ran an die Buletten, rein in den Vertrieb und auf Netzwerkveranstaltungen gehen. So ist das nun mal. So, und dann ist noch ein Punkt, was mir aufgefallen ist, was viele hier nicht beachten. Der Vertrieb hier ist sehr schnell. Das heißt, wenn ihr im Gespräch seid und dann muss immer am Ende dieses Gesprächs muss immer sein, ja, pass auf, ich schicke dir gleich mal was zu, und dann muss auch gleich was zugeschickt werden. Ja? Also wenn ihr 1-2 Tage später irgendwie ein Riesenangebot ausarbeiten müsst oder nichts in der Schublade hat, was passt, ne, dann ist das so, okay, vielleicht macht er das zum ersten Mal, so ein Angebot schreiben. Oder ich bin für den so speziell, vielleicht passt das dann doch nicht. Also ein Angebot muss hier standardisiert sein. Ihr müsst im Kopf klar haben, was euer Angebot ist, was eure Produkte sind, was eure Dienstleistungen sind. Und für jeden Fall ihr könnt ja das Angebot nochmal kurz an den Zahlen ein bisschen drehen, je nachdem, was ihr da habt. Aber das muss fertig sein. Und der erwartet auch eigentlich sofort dann das Angebot. Wenn es abends ist, erwartet er das morgen früh. Und der wird sich das auch mit Sicherheit durchlesen. Wenn der sich das nicht durchliest, dann könnt ihr gerne nochmal 1-2 Tage nachfragen, aber in der Regel ist dann so irgendwie, okay, das war bla, der hat gar kein Interesse daran. Wenn der aber Interesse daran hat, und das habe ich jetzt schon des Öfteren auch wirklich realisieren können, dann liest er sich das durch, unterschreibt, dann gibt es sofort die Rechnung, sofort, also mit Unterschrift Execution of Agreement, gibt sofort die Invoice, weil, also das ist so, ich weiß nicht, kennt ihr den Unterschied zwischen Signing und Closing? Also ihr unterschreibt einen Vertrag, aber der wird noch nicht vollzogen. Vollzogen wird der Vertrag eigentlich erst, wenn bestimmte Bedingungen da sind. So, und die Bedingung ist, die Rechnung ist bezahlt. So ist das bei mir und so ist das bei ganz vielen anderen auch. Das heißt, ihr habt den Vertrag, oder Agreement, das ist wie One-Pager, Two-Pager, je nachdem wie komplex eure Dienstleistung, euer Produkt ist oder was auch immer, was ihr da verkauft. Dann wird unterschrieben elektronisch hin und her und dann gibt es sofort vom Accounting die Rechnung, dann ist sie bezahlt und dann kann man eigentlich einen Termin machen zum Kickoff oder was auch immer. Ne? Also so schnell geht das hier, dass man auch Geld verdienen kann. Ne? Also ich sag mal so, wir hatten in der letzten Woche, habe ich 2 neue Kunden akquiriert. Und die 2 neuen Kunden haben direkt auch 2 mal 7.000 innerhalb von wenigen Stunden eigentlich überwiesen. Ne? Gut, jetzt kann man sagen, wow, das ist total viel Geld, ne? Aber ich habe ja auch ein paar Kosten hier. Ne? Es ist viel Geld. Also 14.000 mal eben so ist natürlich sehr schnell zu machen. In Deutschland ist das sehr schwierig, ich weiß das, weil der Deutsche immer so ein bisschen den Igel in der Tasche hat und auch nicht so viel Umsätze fährt, wie die hier in den USA fahren. Da müsst ihr euch einfach dran gewöhnen. Ihr müsst schnell sein hier, schnell Angebote, schnell die Rechnung schreiben und ihr fangt erst an zu arbeiten, wenn dann tatsächlich die Rechnung auch bezahlt ist. Merken. So, das ist das. So, dann habe ich oft den Fall, dass hier am Europäer, ich habe letztens ein dänisches Unternehmen gehabt, und das ist aber ein gutes Beispiel. Die sind auf der Suche nach einem Markteinstieg hier in den USA. So, und was machen die? Die nehmen ihre Webpage, die auf Dänisch war, surprise, surprise, und übersetzen die einfach aufs Englisch, machen dann oben so einen Button hin mit EN, ne? Dann kann der Amerikaner da draufklicken und hat dann die englische Bezeichnung. Und das ist völlig daneben. Ne? Also die Webseiten in den USA, die sind entweder total gruselig schlecht, wirklich, also wenn ihr so Small Business habt hier, irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein HVAC-Unternehmen oder sowas, da sind teilweise Webseiten, die sehen aus wie, ich weiß nicht, kennt ihr noch Frontpage von 1998 von Microsoft? Genauso sehen die Dinger aus. Wirklich gruselig, und das bei dem größten Business-Spielplatz der Welt, und das funktioniert trotzdem für die, weil die halt andere Vertriebsquellen haben, die gehen halt Door-to-Door noch hier und klingeln tatsächlich, die machen auch einen Heidenumsatz. Also nicht vertun, ihr müsst nicht denken, wenn die Homepage hier total gruselig und ist, dass das irgendwie ein schlechtes Unternehmen ist. Nee, ganz im Gegenteil. Also ich kenne auch Unternehmen hier, ich habe jetzt so einen Carpet Cleaner, ne? Das ist auch bescheuert, ne? Was es hier alles gibt. Ne? Also ich habe einen Kunden, der sitzt in Houston und der würde gerne ein Unternehmen kaufen, der ist Angestellter und wird jetzt gerne in die Selbstständigkeit. So, und das möchte er gerne machen, indem er ein Unternehmen kauft. Und da kenne ich ja ein Unternehmen, die besorgen Unternehmen. Das sind wir. So, und der möchte gerne in so einen Residential Service Bereich. So, und das ist halt Carpet Cleaner, so Teppichreiniger. Ne? So, und die Teppichreiniger, die sind solide, ne, auch von der Sprache her, das ist schon herausfordernd, das ist ein anderes intellektuelles Niveau. So, und die haben teilweise gruselige Homepages, wo noch nicht mal jetzt irgendwie eine Kontaktnummer oder was auch immer bei ist. So, und tatsächlich verdienen die trotzdem Millionen, ne, weil die einfach ein riesen Einzugsgebiet abdecken, schon seit 20 Jahren im Business sind. Ne, und das eine Dienstleistung ist hier, die tagtäglich mehrfach abgerufen wird. Also nicht täuschen lassen.
an Webpages, die hier so gruselig schlecht gemacht sind. Wirklich, das heißt mal gar nichts. Wie kam ich jetzt da drauf? Ah ja, Webpages. So, und dieses dänische Unternehmen hat dann quasi, ich weiß nicht, ob die Google Translate genommen haben dafür oder was auch immer. Ne? Also wirklich ein gruseliges Englisch da, grammatikalisch auch nicht ganz so doll. Ne? Und es fehlten einfach so ein paar Punkte. Also der Amerikaner braucht immer, der muss auf die Webpage gucken. Also nicht nur der Amerikaner, muss eigentlich jeder machen, aber der Amerikaner hat perfektioniert. Der guckt auf die Webpage und wenn der nicht in 10 Sekunden weiß, was du machst und was dein Produkt ist, klickt der weg. Ne? So, und wenn der nicht in 10 Sekunden erfährt, was deine Call to Action ist, also Telefonnummer, E-Mail oder was auch immer, dann nimmt er mit dir auch keinen Kontakt auf. Wie denn auch? Er weiß ja gar nicht wie. Ne? So, und eins ist auch klar, der Amerikaner telefoniert nicht gerne. Das heißt, wenn ihr eine Webpage habt, wo irgendwie eine Service-Nummer ist oder eine Telefonnummer, wo man sagt, hier, ruf mal an für ein Angebot, das macht der mit Sicherheit nicht. Der Amerikaner will schreiben. Ja, der will kurz eine Mail schreiben und raus ist, weil der genau weiß, hier in den USA geht niemand ans Telefon, wenn die Telefonnummer nicht eingespeichert ist bei den Kontakten oder was auch immer. Das ist bei Firmen mittlerweile auch so. Ne? Also wenn ihr nicht da im CRM hinterlegt seid, dann landet ihr auf irgendeinen automatischen Anruf-Entgegennahme, wo ihr Nummern tippen könnt. 1, dann hast du zu dem, 2 zu dem. So, das ist immer ein bisschen schwierig. Also, Call to Action ist hier am besten per Mail oder, weißt du, auch so ein Formular auf der Webpage, das ist so von vorvorgestern, ne? Abgedreht. Ich mache für einen deutschen Kunden, mache ich übrigens das Deal Sourcing für die Gebäudetechnik. Ne? Und das ist in Deutschland herausfordernd. Ich habe tatsächlich 2 Gebäudetechnikunternehmen gesehen, die haben als Menüpunkt oben Ausmalbilder. What? Warum denn Ausmalbilder? Steckst du nicht drin. Ich habe drauf geklickt, da hast du tatsächlich so PDF-Vorlagen, Ausmalbilder für Kinder. Egal, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie ich darauf komme. Ich quassel mich hier noch um Tod und Teufel. Ja, auf jeden Fall, was die Kernmessage ist, ihr müsst auch die Webpages, wenn ihr hier in den USA Vertrieb machen wollt und in den USA ein Unternehmen aufmachen wollt, dann müsst ihr natürlich euch auch an die Geflogenheiten der Amerikaner halten und einen Perspektivwechsel einnehmen und sagen, okay, wie guckt denn ein Amerikaner, ein US-Amerikaner, ich weiß, Amerika ist groß, ein US-Amerikaner auf diese Webpage und was erwartet der von meiner Webpage? Habe ich ihm klar gemacht in ein paar Sekunden, was wir machen, was unser Angebot ist und warum er uns nehmen sollte und was er jetzt tun soll. So, darauf kommt es an hier. Ne? Das ist so schnell, das glaubt man gar nicht. So, das zum Thema Webpages. Also da machen viele Europäer machen Fehler, einfach englische Übersetzungen und dann wird das schon laufen. Läuft ja in Deutschland auch. Pustekuchen. Läuft hier gar nicht, weil ein ganz anderer Ansatz ist hier, was hier los ist. So, dann kenne ich ganz viele. Ich sage mal, ich kenne nicht ganz viele, aber ich kenne leider wirklich ganz viele, ne? Weil ich habe ja so einen Tech-Background. Ne? Also ihr wisst ja, ich habe irgendwann mal IT-Unternehmen in Deutschland gehabt. So, und darum ist das so ein bisschen meine Industrie. Ja? Die Jungs suchen woanders, ich suche hier in Software. So. Und ich kenne ganz viele, die machen hier ein Softwareunternehmen auf, weil sie eine total geile Idee haben und einen total geilen Prozess abdecken können. So, und das wird in der Regel scheitern, weil erstens, weil die kaum Marktrecherche vorher gemacht haben. Ja, die sind so in ihr Produkt, in ihre Dienstleistung verliebt, dass die eigentlich den Fokus verloren haben, für wen ist das denn und wird es überhaupt gebraucht? Ja, also nur weil ihr die Sache geil findet, heißt das nicht, dass auch andere anderen die geil finden. Und ich kann euch eins sagen, die Amerikaner, was Software angeht, hier gibt es nichts, was es nicht schon gibt. Wirklich. Also ihr habt mit Sicherheit keine neue Idee hier und ihr habt keine neue Technologie, denn die wird es hier mit Sicherheit schon geben. Das ist hier sehr schnell im Markt. So, das will ich euch nur sagen. Ja? Also Softwareunternehmen hier ist hart. Wenn ihr Softwareentwickler seid, und euch selbstständig macht, dann seid ihr vielleicht 1099er, also Freelancer, Freiberufler. Und dann habt ihr hier einen sehr kompetitiven Markt, denn die gibt es hier wirklich zuhauf und die sind wirklich, wirklich gut, die sind ausgebildet und die können wirklich was. So, ich will nicht sagen, dass ihr nichts könnt, ne? Ich will nur sagen, dass ihr die Konkurrenz hier in den USA nicht unterschätzen sollt. Ja? In Deutschland, wenn du da gute Skills hast, ich bin mir sicher, du kriegst auf jeden Fall irgendwo irgendwie einen Job, einen Beratungsjob oder einen Entwicklerjob. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, weil es halt eine Mangelware ist. Hier ist das anders, hier ist es sehr kompetitiv und wenn du dann auch noch in Austin bist, dann hast du wirklich nur Chancen, wenn du wirklich ein Heiden guter Projekte hast, die du schon gemacht hast und Referenzen hast und die werden mit euch durch ein Assessment hier gehen, was sich wirklich gewaschen hat. Da kann ich irgendwann nochmal einen Short oder was auch immer zu machen. Das gibt es gar nicht so viel zu sagen. Ne? So, das dazu. So, dann ist es so, wenn ihr hier
über die Sales-Hürde gekommen seid und ihr habt tatsächlich einen Auftrag bekommen in den USA, dann müsst ihr Ergebnisse liefern. Und zwar ASAP. So, also der Amerikaner, der wartet nicht 2-3 Wochen Anlaufzeit oder was auch immer, der will Ergebnisse sehen, gerade wenn es um Dienstleistungen geht. So, das ist ein sehr ergebnisgetriebenes Land hier. Und wenn ihr das nicht schafft, die Ergebnisse so schnell wie möglich zu liefern, dann werdet ihr den Kunden auch sofort los sein wieder, ja. Denn der bucht euch, damit ihr Ergebnisse liefert. Und das ist das A und O hier. Ich kenne das aus Deutschland, dass man sagt, ja, wir haben erstmal so eine Warm-up-Phase, machen wir einen Workshop zusammen, ne, und dann setzen wir uns hier wieder da und da wieder und da wieder. So, das geht hier auch, ne, das ist aber sehr komprimiert. Also die Timeline in Deutschland ist hier, in Amerika ist die Timeline hier. Also die Schmerzgrenze, wo er sagt, okay, passt oder passt nicht, da müsst ihr einfach mit rechnen. Ne? Und das bedeutet aber auch, weil ihr es nie jedem recht machen könnt. Also seid nicht so naiv, um zu glauben, irgendwie den Kunden, den bediene ich so geil, der bleibt auf jeden Fall, das wird nicht so sein. Also ihr werdet immer Kunden verlieren. Das heißt, ihr müsst aber auch die ganze Zeit dafür sorgen, dass immer wieder Kunden nachkommen. Das ist extrem wichtig hier, ja. Ich kenne das auch von deutschen Bekannten, die in Deutschland natürlich 2-3 große Kunden haben, am besten noch Konzerne, super, ne? Das ist, die werden euch kaum kappen oder was auch immer. Ne? Das ist hier anders, ne? Also ihr dürft euch hier nicht ausruhen, weil ihr einen großen Kunden habt. Der Sales muss parallel immer weiterlaufen, da muss es halt nachts sein oder was auch immer. Und das bringt mich direkt zu meinem nächsten Punkt, was mir aufgefallen ist. Jetzt heißt es immer, der Deutsche, der ist fleißig. Ich würde das gerne formulieren in, es hieß immer, der Deutsche ist fleißig. Und das hat sich so ein bisschen gewandelt, ne? Denn was ich gelernt habe hier ist, es ist sehr arbeitsintensiv hier. Und ich bin nicht der Einzige, der um 6 Uhr anfängt und abends um 10 Uhr aufhört. Das passiert hier ständig. Und jeder, der hier ein Unternehmen hat und Unternehmer sein will, der schwimmt damit und der muss das auch machen, weil einfach so viel Tasks auf einen einstürzen, dass es in den paar Stunden gar nicht zu handhaben ist. Ne? Allein schon die Sales-Pipeline, die immer gefüllt werden muss. Jetzt kann man sagen, okay, habe ich eine Agentur für, buche ich, ist aber kostenintensiv. Ne? So, das ist einfach so. Und kostenintensiv ist direkt der nächste Punkt, denn wenn ihr hier in den USA einen Markteintritt haben wollt, ihr müsst Geld in die Hand nehmen. Hier wird keiner auf Commission Only für euch arbeiten, gerade nicht als Ausländer, dem man sowieso grundsätzlich so skeptisch gegenüber ist, weil man denkt so, ja, ich weiß gar nicht, ob der was kann, der hat keine Referenzen und so. Ne? Also ihr müsst Geld hier in die Hand nehmen, ihr müsst investieren. Wenn ihr hier Sales haben wollt, müsst ihr viel Geld in die Hand nehmen. Klar, ihr könnt euch AI-Tools kaufen oder was auch immer. Ne? Keine Sorge, das haben alle hier. Ne? Bedeutet aber auch die Ergebnisse und der Approach ist wie alle anderen auch. Das hebt euch nicht wirklich ab. Ne? Und das ist so ein Change, da würde ich gerne in den nächsten Videos nochmal drauf zu sprechen kommen. Also AI hat hier schon ordentlich was verändert, aber es geht so ein bisschen, also der Anfangshype, zumindest im Sales-Bereich, der ist total verflogen. Man geht wieder zurück zu Personalisierung und Co., aber das ist ein ganz anderes Thema. Also die Kernmessage ist, ihr müsst hier mehr arbeiten und ich weiß das ja von mir selber. Du kommst in ein neues Land, alles ist aufregend, das Wetter ist immer gut, hervorragend. Macht nicht den Fehler und sagt, ich gönne mir mal ein Jahr Pause und dann gucken wir mal weiter. Glaubt mir, das Geld ist schneller weg, als ihr gucken könnt und ein Jahr Pause bringt euch mit Sicherheit raus aus dem Job hier, denn die Entwicklung ist rasant. Das soll eigentlich keine Moralpredigt sein. Das sind einfach Punkte, die mir so aufgefallen ist, ne? Was einfach ein Unterschied ist und was einfach auch entscheidet, ob ihr hier durchkommt oder nicht. So auch die Corporates, ne? Also die großen Firmen, die machen auch Fehler. Die machen sogar haufenweise Fehler hier. Also ich bin ja Mitglied in der Deutschen Außenhandelskammer hier. So, und da lerne ich natürlich viele deutsche Unternehmer kennen, die aus Deutschland den Vertrieb zumindest, also ihre Produkte in den USA verkaufen wollen, weil es halt immer noch ein sehr attraktiver Markt ist hier. Und das wird auch wahrscheinlich noch lange, lange Zeit so bleiben. Gerade für deutsche Produkte, was so Maschinenbau angeht, was so Präzisionstools angeht, CNC-Fertigungsteile und sowas alles. Das ist immer noch sehr, sehr gut hier. Die holen alle auf. Ne? Also es ist nicht mehr so, dass der Deutsche hier das Unikat ist in die Qualität. Ne? Das ist bei weitem nicht mehr so. Aber die Teile, die haben dann doch schon eine gewisse Qualität hier und lassen sich sehr, sehr gut verkaufen, wenn man die richtigen Strukturen macht. So, ich habe letzte Woche mit 2 bayerischen Unternehmen gesprochen, alle im Fertigungsbereich tätig. So, und die sind deshalb gescheitert, weil beide haben exakt den gleichen Fehler gemacht. Die sind hier hingekommen nach Texas, haben gesagt, okay, wir machen erstmal eine Vertriebsniederlassung auf,
Vertriebsniederlassung. Da mieten wir uns irgendwie ein Office, ne? Also die Deutsche Außenhandelskammer bietet auch an für Unternehmen, dass man sich bei denen einmieten kann. Dann hat man eine Postadresse da am Anfang, das haben die gemacht. Haben dann einen Vertriebler hingesendet. Und was war das für ein Vertriebler? Genau, ein deutscher Vertriebsmitarbeiter, der wurde entsendet in die USA. Und man hat ihm gesagt, pass mal auf, Heinz, du verkaufst jetzt unsere Produkte da, sind ja die gleichen Produkte, ne? Und du hast ja noch einen größeren Markt. Das heißt irgendwie, wir schrauben mal die Ziele ganz schön hoch, weil der Markt ja riesig ist. Ne? Da kommst du ja mit den deutschen Zielen gar nicht hin. Die sind dann exorbitant groß gewesen. Und Heinz war dann sehr schnell frustriert und überfordert, weil erstens, du kriegst hier als Ausländer nicht direkt Zugang zu deinen Wunschkunden. Auch da musst du natürlich Kaltakquise machen oder auf Trade-Shows gehen, also auf Messen gehen, sich da vorstellen. Das ist ein langer Weg. Das ist wirklich ein langer Weg. Auch wenn der Vertrieb dann schnell geht, aber die Tür zu öffnen, das ist halt lange. So, und der Amerikaner tickt halt sehr, sehr auf Vertrauen in dem Bereich. Denn also es gibt hier ja keine, also die Regulierungen hier sind natürlich nicht so wie in Deutschland. Ne? Die sind quasi rudimentär vorhanden, was aber dazu sorgt, dass man hier sehr stark auf Referenzen setzt, dass man sehr stark auf Vertrauen setzt, weil es halt keine Regularien gibt hier, ne, muss halt Vertrauen her. Also du musst deinem Geschäftspartner vertrauen können. So, dieses Vertrauen kriegst du halt nicht, wenn du sagst, ja, ich habe hier ein geiles deutsches Produkt, ne, irgendwie kennst du noch nicht, nee, aber wir sind ja ein deutsches Produkt, ne, und das ist German Arrogance, das geht immer in die Hose. Darum ist immer gut, wenn man hier nicht den Fehler macht und eine Vertriebsniederlassung aufmacht, einen deutschen Vertriebler reinsetzt. Die erste Optimierung wäre schon mal einen amerikanischen Vertriebler da reinzusetzen, der amerikanischen Vertrieb kann. Und die zweite Optimierung wäre dann, dass man sagt, wir machen hier keine Vertriebsniederlassung auf, sondern wir kaufen uns hier ein kleines Unternehmen mit einer Brand im Market und gehen dann darüber und verkaufen unsere Produkte. Und das hat sich eigentlich immer als gut erwiesen. Ja, kostet viel Geld, weiß ich. Also auch hier mit billig kommt ihr hier nicht weiter. Ne? Ich habe auch mit Unternehmen gesprochen, die sagen, ja André, wir wollen so einen Kaufpreis, weiß ich nicht, 10 Millionen, ne? Da zahlen wir aber nur 40%, am besten gar nichts in Cash und dann incentivieren wir die. Ja, lass es. Also würde ich gar nicht mehr als Kunden annehmen, habe ich am Anfang gemacht, weil ich dachte, okay, cool, ich habe einen Kunden, ich habe eine Chance, du hast ja keine Chance. Die Amerikaner zahlen die Chips auf dem Tisch, das heißt, irgendwie 80-90% ist hier Cash sofort. Die lassen sich gar nicht auf Spielchen ein mit irgendwie 40-50% Cash und den Rest dann in Earnout oder was auch immer. Aber das ist zu viel Gelaber jetzt. Ich weiß, das ist natürlich sehr fachspezifisch hier. Ich will nur sagen, nicht nur die E2, E5-Leute oder die kleinen Unternehmen machen hier Fehler, auch große Unternehmen machen hier Fehler und scheitern dann. Die scheitern dann nicht, wenn sie sich mit der amerikanischen Kultur, mit den Gepflogenheiten hier, mit den Strukturen, mit der Sichtweise der Amerikaner auf Produkte auseinandersetzen. So, und das ist das Wort zum, haben wir heute, Mittwoch. Entschuldigung, das Wort zum Mittwoch beende ich jetzt mit einer Message. Die Message lautet, macht euch schlau, seid nicht arrogant, sondern macht euch schlau, wie hier der Vertrieb funktioniert. Macht euch schlau, ob es das schon gibt. Macht euch schlau über meine Fresse, heute habe ich aber wirklich einen Datterich, über eure Mitbewerber. Macht euch einen Businessplan. Und das gehört tatsächlich in einen Businessplan, eure Marktanalyse. Auch bei E2, E5, ihr müsst schon wissen, wer euer Competitor ist. Denn ihr könnt nicht zur Botschaft gehen und sagen, ja, ich habe keinen Competitor, ist so ein geiles Produkt. Werden die sagen, nee, stimmt nicht, Kollege. Wir haben auch mal kurz geguckt und da gibt es schon viele von. Also seid nicht blauäugig, seid nicht naiv, spart Geld, denn ihr braucht Geld hier, ihr müsst investieren. Billig geht hier gar nicht, ne? Billig kommt später, ne? Das ist so, ne? Aber macht euch wirklich schlau, wie der Amerikaner tickt und seid wirklich nicht arrogant. Also dieses Arrogantsein, irgendwie, dass man aus Deutschland kommt, boah, das fällt euch hier sehr, sehr schnell auf den Fuß. Also, in diesem Sinne, ich glaube an euch. Schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr dabei wart. War ein bisschen anderes Video, ich weiß, aber ich hatte gerade Mittagspause und dachte mir, ich bespaße euch ein bisschen. Ich gehe in den nächsten Call und am Wochenende gibt es mit Sicherheit ein Video mit Tina zusammen. Es gibt hier ein paar coole Geschäfte, die wir entdeckt haben. Ich habe schon mal auf Instagram übrigens gepostet. Es gab die haben so ein Star Wars Regal bei der Hobby Lobby gehabt und da gibt es Toaster und Co. als Darth Vader und das ist einfach irre. Vielleicht blende ich das mal ein. So, in diesem Sinne, jetzt habe ich genug gequasselt. Viel Spaß, bis demnächst. Glück auf und Howdy aus Austin in Texas. Ihr wollt Alltag, ihr kriegt Alltag. Wir nehmen euch mit. Es geht los nach Belterra. Da sind ein paar Freunde von uns und wir gehen ein bisschen Brettspiele machen. Ja, ich weiß, Brettspiele. Geht auch hier. Gehen wir jetzt die Schuhe anziehen. Das ist doch schon mal Premium-Alltag, oder? Also, viel Spaß bei diesem Video.
Jetzt wird alles gefilmt. Na, jetzt reicht's aber. Stellt ihr euch das so vor mit dem Alltag oder ist das schon zu viel? Ich weiß nicht. Wir machen einfach mal weiter. So, jetzt gibt's nochmal Alltag. Wir gehen mexikanisch essen. Ja, jetzt fängt die Musik an. Seht ihr? Alltag halt. Alles live, ungeschnitten. Das ist halt.